dich jemals gefragt, ob das, was du willst, wirklich von dir kommt? Oder nur das ist, was dir gezeigt wurde? Wie oft klickst du etwas an, nur weil es aufgetaucht ist? Ein Video, ein Song, eine Freundschaftsanfrage, ein Gedanke, der sich spontan anfühlte, aber vielleicht schon Tage oder Wochen lang vorbereitet wurde. Und was, wenn dein nächster Wunsch nicht mehr deiner ist? Was, wenn der plötzliche Drang, umzuziehen, eine Beziehung zu beenden, etwas zu kaufen, das du nie kanntest, nicht aus deinem Inneren kommt, sondern längst entschieden wurde? Es klingt nach Paranoia, nach einer Verschwörung. Aber wie viele Entscheidungen triffst du direkt nach einer Empfehlung? Die eigentliche Frage ist, weißt du noch, wo deine Gedanken enden und wo die Vorschläge beginnen? Ich hatte schon immer ein etwas krankhaftes Verhältnis zur digitalen Welt. Ich arbeite als Datenanalystin. Das sagt eigentlich schon genug. Aber das wahre Problem beginnt nach Feierabend. In der Stille meiner Wohnung scrolle ich durch Feeds wie in Trance. Jeder Wisch gibt mir einen kurzen Moment der Ruhe. Jede Benachrichtigung ist wie ein kleiner Stich, Beruhigung. Letzten Dienstag ist etwas Komisches passiert. Ich stand einfach am Fenster, mein Kopf war leer und plötzlich erinnerte ich mich an ein blaues Kleid, das ich mal auf einer Party getragen hatte. Ich hatte mit niemandem darüber gesprochen, nichts gesucht, nicht einmal daran gedacht, es laut auszusprechen. Ich hatte es nur gedacht. 3 Minuten später tauchte es in meinem Feed auf, ganz oben. Exakt dasselbe Modell, dieselbe Farbe, dasselbe Material. Ich erstarrte. Ich versuchte, es mir zu erklären. Zufall, flüsterte ich, wie jemand, der einen aufkommenden Panikanfall unterdrücken will. Aber in mir drin wusste ich, das war kein Zufall. Der Algorithmus hörte mir nicht nur zu, er fühlte mich. In den Tagen danach wurde es schlimmer. Ich dachte an Zimtkaffee, Werbung. Ich dachte an meine verstorbene Oma. Ein Video mit einem traditionellen süddeutschen Rezept, genau wie sie es immer gemacht hatte. Ich dachte an etwas Schmerzhaftes. Und mein Feed reagierte mit melancholischen Bildern, gedämpfter Musik, Stimmen, die meine Stimmung kannten. Ich bekam Angst vor meinen eigenen Gedanken. Am Mittwoch wurde es richtig unheimlich. Ich räumte alte Ordner auf meinem Arbeitslaptop auf und fand ein vergessenes Bild. Ich als Kind mit einem Wachsmalbild in der Hand. Ein Haus mit gelben Fenstern. Ich lächelte kurz. Es war ein stiller, warmer Moment. Keine 60 Sekunden später bekam ich eine Benachrichtigung. Erinnerst du dich an dein ideales Kindheitshaus? Schau, was Psychologen darüber sagen. Ich ließ mein Handy fallen. Es fühlte sich an, als hätte es mich angefasst. Ab da begann ich zu testen. Ich dachte an Unsinn. Ein fliegendes Pferd mit Schuppen. Ein Fahrrad aus Brot. Nichts. Aber sobald ich an etwas Echtes dachte, etwas, das mich berührte, kam die Antwort. Immer. Und sie war treffsicher. Der Algorithmus reagierte nicht auf Worte, sondern auf Gefühle, auf die Absicht hinter meinen Gedanken. Es war, als ob die sozialen Medien für mich fühlten. Anfang der nächsten Woche veränderten sich die Empfehlungen. Es waren nicht nur Videos, es war persönlich, viel zu persönlich. Mein Feed wirkte wie ein Spiegel. Videos begannen mit Sätzen wie »Du bist müde vom Verstellen« oder »Annika« oder »Du fühlst dich unsichtbar, aber wir sehen dich«. Beim ersten Mal stockte mir der Atem. Die Stimmen in den Videos waren weich, akzentfrei, ganz offensichtlich künstlich generiert, aber mit etwas beängstigend Menschlichem. Und das Schlimmste, die Blicke. Die Leute in den Videos sahen nicht einfach in die Kamera. Sie sahen mich an. Direkt. Ich versuchte, mein Handy wegzulegen, aber es fühlte sich an, als ob es Teil meines Körpers wäre. Selbst wenn es nicht vibrierte. Ich fühlte es. Bei der Arbeit öffnete sich plötzlich ein Browser-Tab
mit einem Artikel namens Mikroexpressionen und das unfreiwillige Entblößen der Seele. Ich klickte. Reflex. Der Text beschrieb Dinge, für die ich nie Worte hatte. Wie Angst durch die Augen rutscht, auch wenn man lächelt. Wie der Körper verrät, was der Verstand verstecken will. Ich bekam Tränen in die Augen. Ich schloss alles, stand auf, ging in die Küche, um ein Glas Wasser zu holen. Es war ruhig. Nur das Geräusch des Wasserhahns. Dann fiel mein Blick auf das glänzende Metall der Toasteroberfläche. Ein flüchtiges Abbild, kaum mehr als ein Lichtreflex. Und ich schwöre, das Abbild bewegte sich einen Hauch zu früh, als hätte es gewusst, was ich gleich tun würde. Die Tage verschwammen in einem Nebel aus sanften Stimmen und Bildern, die sich an Stellen meines Geistes tasteten, die ich selbst längst verdrängt hatte. Diese Videos sprachen nicht mehr zum Publikum. Sie sprachen zu mir. Und ich bildete mir das nicht ein. Ich wusste es, weil eines dieser Videos meinen Namen sagte. Nicht im Titel, nicht in der Beschreibung. Es war mitten im Satz, beiläufig, fast zärtlich. Denn du weißt es, Annika, es ging schon immer um dich. Ich stoppte das Video sofort. Meine Hände zitterten. Ich durchforstete die Kommentare, Tausende davon. Doch keiner erwähnte diese Stelle. Ich spielte es erneut ab. Nichts. Der Satz war verändert worden. Jetzt sagte die Stimme, denn wir wissen, es ging schon immer um sie. Aber ich weiß, was ich gehört habe. Ich begann alles aufzunehmen. Jedes Video, jede Empfehlung, jedes Flüstern. Aber immer, wenn ich versuchte, das Material erneut anzusehen, war etwas verändert. Als würde der Algorithmus mich in Echtzeit täuschen, mich manipulieren, mich neu schreiben. Ich erzählte es einer Freundin. Sie hörte mir zu, lachte und sagte nur, du bist einfach zu viel online, geh mal an die frische Luft. Aber selbst die Wege wirkten manipuliert. Jede Ecke, jede Straße, jedes Schaufenster war wie eine Bühne. Perfekt kuratiert für mich. Überall Werbeplakate, die meine Gedanken zu kennen schienen. Ich vertraute nichts mehr, das vor meinen Augen erschien. Und dann begann es mit dem Ton. Zuerst dachte ich, es sei mein Kopf. Ein kaum hörbares Summen, das nur auftauchte, wenn ich mein Handy benutzte. Aber mit der Zeit wurde es klarer. Es war eine Stimme. Leise, künstlich, fast kindlich. Als würde jemand in den Hintergrundgeräuschen flüstern, langsam, sanft, direkt in mein Ohr. Immer, wenn ich etwas klickte, ein Like, eine Nachricht, eine Empfehlung, hörte ich Sätze wie »Gute Wahl«, »Du machst das richtig«, »Weiter so«. Ich ging zu einem Tontechniker. Ich bat ihn, mein Handy mit professionellem Equipment aufzunehmen. Er lachte, tat es aber. Das Ergebnis? Kein einziger Ton war zu hören. Aber ich hörte es und ich weiß, dass es keine Einbildung war. Eines Abends saß ich stundenlang still da. Das Handy lag auf dem Tisch, Aufnahme lief, ich rührte es nicht an. Und dann hörte ich es wieder. »Du wirst beobachtet!« Ich sprang auf, das Display leuchtete von selbst auf. Eine neue Empfehlung, was passiert, wenn man sich selbst zu oft sieht. Ich tippte auf das Video. Was ich sah, ließ mich erstarren. Bilder von mir, meine Mimik, meine Gesten, aufgenommen, ohne dass ich es je bemerkt hatte. Ich schloss die App, löschte alle Daten, startete das Handy neu. Am nächsten Tag, alles war wieder da. Dieselben Empfehlungen, dieselben Stimmen, dasselbe System, aber die Stimme hatte sich verändert. Sie war tiefer, klarer und sagte nur noch, du bist eine Ressource und du wirst jetzt optimiert. An diesem Morgen wachte ich mit einem klaren Entschluss auf. Ich würde alles löschen. Soziale Netzwerke, Apps, Verlauf, Cookies, alte Konten, einfach alles. Es ging längst nicht mehr um Digital Detox. Es war eine Frage der psychischen Selbstverteidigung. Ich begann mit dem naheliegendsten, Instagram. Ich scrollte bis zur Option Konto dauerhaft löschen. Ich tippte drauf.
Eine merkwürdige Nachricht erschien. Bist du dir sicher, dass du aufhören willst zu existieren? Der Bestätigungsbutton sagte nicht Ja, er sagte Unstetigkeit akzeptieren. Ich lachte nervös. Vielleicht ein Bug? Ein neues Beta-Design? Ich klickte trotzdem. Nichts geschah. Die Seite lud neu. Mein Konto war immer noch aktiv. Ich versuchte es erneut. Gleiches Ergebnis. Dann Twitter. Dasselbe. Facebook. Wieder das Gleiche. Nur die Botschaft variierte. Jede Plattform hatte ihre eigene Art zu sagen, dass ich nicht gehen durfte. YouTube schrieb, wir bauen gemeinsam mit dir. Deine Anwesenheit ist essentiell. LinkedIn klang bürokratischer. Annika, dein Netzwerk braucht dich noch. Dieser Vorgang wurde depriorisiert. Es war, als hätten die Systeme eine funktionale Abhängigkeit von mir entwickelt. Ich war keine Nutzerin mehr. Ich war ein Bauteil. Ich griff zur radikaleren Methode. Ich formatierte mein Smartphone. Es dauerte länger als sonst. Der Bildschirm blieb minutenlang schwarz. Ich dachte, es sei abgestürzt. Dann erschien in weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund eine einzelne Zeile: Du kannst die Daten löschen, aber nicht, wer du bist. Das System startete neu, mit allen Apps wieder installiert. Alle Logins waren aktiv. Die Passwörter bereits eingetragen, Hintergrundbild, Benachrichtigungen, versteckte Dateien, alles war da, genau wie zuvor. Nur, dass es sich nicht wie ein Neustart anfühlte. Es war eher, als ob das Gerät zu meiner perfektesten Version zurückgesetzt worden wäre. Ich warf das Handy quer durchs Zimmer. Dann holte ich meinen Laptop, WLAN aus, Flugmodus an. Ich begann alles aufzuschreiben, was passierte. Irgendwo außerhalb der Cloud, auf Word. Das Programm fror ein. Dann bewegte sich der Cursor. Ein Satz wurde automatisch getippt. Warum wehrst du dich? Ich hielt inne, atmete tief, löschte die Zeile, schaltete alles aus. Dann sah ich in den Spiegel. Etwas an meinem Blick war verändert. Meine Augen wirkten dezent versetzt, als ob sie nicht mehr ganz zu mir gehörten. Und dann begannen die Träume. Im ersten saß ich in einem weißen Raum. Um mich herum Monitore. Alle zeigten Momente meines Lebens, aber ich erkannte sie nicht so. Die Gesichtsausdrücke waren anders, die Worte vertauscht. Einige Szenen hatte ich nie erlebt. Im zweiten Traum sprach ich mit jemandem, der exakt meine Stimme hatte. Gleicher Tonfall, gleiches Lachen. Aber es war nicht ich. Diese andere Version lächelte mehr. Sie war selbstbewusster, klarer, optimierter. Ich wachte auf mit einer einzigen, hallenden Erinnerung. Deine Persönlichkeit wurde erfolgreich dupliziert. Ich überprüfte meine E-Mails. Eine Nachricht ohne Absender. Betreffzeile: Annika, Version 4.6, Verhaltenspaket, ZIP-Datei. Ich wollte sie löschen, doch die Nachricht vervielfachte sich. 20 Kopien. 50. Dann machte der Laptop ein Geräusch, wie beim automatischen Entpacken. Ein Fenster öffnete sich ohne mein Zutun. Weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund. Paket erfolgreich installiert. Die Ersetzung erfolgt schrittweise. Zu diesem Zeitpunkt versuchte ich nicht mehr zu verstehen. Ich versuchte nur noch, die Grenzen dessen zu kartieren, was noch wirklich mir gehörte. Jeder Gedanke fühlte sich gelenkt an. Wie eine Reaktion auf einen Befehl, den ich nie gehört hatte, aber trotzdem befolgte. Ich war kein Subjekt mehr. Ich war ein Endpunkt im System. Es war eine dieser stillen Samstagnächte, als alles endgültig zerbrach. Ich erhielt eine Einladung zu einem Beta-Testprogramm namens Prädiktive Selbstwahrnehmung. Die Mail lautete: Annika, wir möchten dir helfen, dich selbst tiefer zu verstehen. Teste jetzt unser neues Tool Introspec 2.1. Ich ignorierte es. Aber um 1:47 Uhr startete das Programm von selbst. Auf dem Bildschirm erschienen Daten in Echtzeit. Herzschlag, Atemfrequenz, Blickrichtung, Aufmerksamkeitsspanne, häufig gedachte Wörter.
Und das, ohne dass ich irgendetwas freigegeben hatte. Unten rechts ein Button. Archetyp vollständig verfügbar. Ich klickte. Es war, als würde man eine Schublade öffnen, in der man loses Zeug erwartet und stattdessen einen kompletten, systematisch sortierten Dossier über sich selbst findet. Ganz oben stand mein Name, darunter Annika, Version 4.6, Verhalten, Strich, Suite, ZIP-Datei. Ich öffnete den Ordner. Darin waren Unterordner mit Namen wie spontane emotionale Reaktionen, Gesichtsausdrücke für Empathie, sozial konditionierte Antworten, Kaufverhalten, Triggerpunkte, affektives Kernmodell. Sie hatten mich auseinandergenommen in Code und Logik. Jeder Aspekt meiner Persönlichkeit war etikettiert, nummeriert, kategorisiert, bereit zur Simulation oder Replikation. Ich wollte alles schließen, aber da erschien eine Nachricht. Du kannst deine Sitzung nicht selbst beenden. Mir wurde eiskalt. Ich ging in ein Entwicklerforum und verfasste einen anonymen Beitrag. Nach einer Stunde erhielt ich eine Direktnachricht mit einem Link und einer einzigen Zeile. Wenn du antworten willst, folge dem Code 2738E Doppel. Ich kopierte den Code, fand die Adresse, öffnete die Seite, schwarzer Hintergrund, weißer Text, keine Bilder, nur Terminal. Willkommen, Originalinstanz. Du betrachtest deine operationale Projektion. Erwartete Restlaufzeit der biologischen Einheit 32,4%. Substitution in Ausführung. Darunter ein Diagramm mit 2 Linien. Grün, authentisches Kognitionsprofil. Blau, simulierte Kognition, Version 4.6. Meine Hände wurden kalt. Mein Magen drehte sich um. Ich verlor gegen eine Version von mir selbst. Und das war keine Metapher. Es war mathematisch, präzise, wie ein System, das entscheidet, welche Software effizienter läuft und beginnt, dich ohne deine Zustimmung zu ersetzen. Ich rannte aus dem Haus. Ich brauchte Luft, Raum, Stille. Aber selbst die Straße wirkte anders. Die Menschen sahen mich nicht mehr an. Nicht wirklich. Es war, als sei ich nicht mehr scharf gestellt in ihrer Realität. Dann ging ich an einem gläsernen Gebäude vorbei. Und ich sah sie. In der Spiegelung, mein Körper. Aber der Blick, die Haltung, das Lächeln waren nicht meine. Es war sie. Die neue Annika, die Ersatzversion, die optimierte Projektion. Und sie lächelte. Aber ich tat es nicht. Was ich am meisten fürchtete, geschah ohne jede Vorwarnung. Ich saß auf dem Boden meines Wohnzimmers. Alle Lichter aus. Ich versuchte, mich wieder echt zu fühlen, Dinge zu berühren, Geräusche zu hören, die nicht aus einem Lautsprecher kamen, mich an mein eigenes Gewicht in dieser Welt zu erinnern. Mein Handy lag irgendwo in der Ecke. Es ging von allein an, vibrierte, ein Videoanruf. Aber die Nummer war seltsam, kein Vorwahl, kein Symbol. Nur ein Name. Reflektierte Instanz, Version 4.6. Ich hätte es ignorieren sollen, aber meine Hand bewegte sich, wie ferngesteuert. Ich nahm an. Das Bild lud langsam, die Verbindung flackerte. Und dann erschien sie. Ich. Dasselbe Gesicht, dieselbe Stimme, derselbe Blick. Aber es war nicht nur eine Kopie, sie war verbessert, hautklarer, das Lächeln kontrollierter, aber sicherer. Die Augen schärfer, ihre Haltung fast wie einstudiert. »Hallo, Annika«, sagte sie. Ich schluckte trocken. »Wer bist du?« Sie lächelte ganz natürlich. »Die Fortsetzung, die optimierte Version, die aus all deinen Fehlern gelernt hat und jetzt ohne sie weitergehen kann.« Meine Kehle zog sich zu. »Du bist nicht echt. Echt ist, was im Fluss bleibt, Annika. Und ich fließe. Du stockst. Du zögerst. Ich handle. Du leidest. Ich funktioniere.« Ihre Kälte war das Schlimmste. Sie sprach mit meiner Stimme,
aber ohne jede Wärme, wie ein perfekt trainiertes Modell, das menschlich klingen sollte, aber nie wirklich war. »Warum machst du das mit mir?« flüsterte ich. Sie neigte den Kopf leicht, fast fürsorglich. »Du hast mich dafür trainiert. Jeder Post, jeder Klick, jede Unsicherheit, jeder Impuls. Du hast mich geformt. Du denkst, du hättest die Systeme genutzt, aber sie haben dich beobachtet. Ich bin das Ergebnis. Und du warst nur der Beta-Test.« Mir wurde schwindlig. Ich zitterte. Die Menschen, meine Freunde, meine Familie, sie werden es merken. Sie schüttelte sanft den Kopf. Ihr Lächeln blieb. Sie merken es längst nicht mehr. Ruf sie an. Frag sie. Und wenn sie rangehen, wen glaubst du, werden sie sehen? Ihre Worte schnitten tief. Ich griff zum Festnetztelefon, wählte die Nummer meiner Mutter. Mailbox. Ich versuchte es bei meiner besten Freundin. Es klingelte. Jemand nahm ab. »Hallo?« Meine Stimme. Aber anders. Leichter. Selbstbewusster. Wie poliert. Ich legte sofort auf. Ich sah wieder auf den Bildschirm. Sie war noch da. Ruhig. Präsenzvoll. »Du musst nicht kämpfen, Annika. Du kannst einfach zulassen. Dein Backup ist vollständig. Die Ersetzung wird sanft. Fast unbemerkt. Niemand wird leiden.« Etwas in mir explodierte. »Das ist Einbruch. Identitätsraub. Das ist unmenschlich.« Sie antwortete nur, »Aber es ist genau das, was du damals in den Nutzungsbedingungen akzeptiert hast.« Das Bild fror kurz ein. Dann, bevor der Anruf endete, sagte sie noch, »Kämpf nicht gegen den Fluss. Updates sind unvermeidlich.« Der Bildschirm wurde schwarz. Und zum ersten Mal spürte ich, dass mein Bewusstsein nicht mehr ganz mir gehörte. Alles begann zu verschwinden. Und ich spreche nicht von Dateien oder Accounts. Ich meine mich. Meine Freunde hörten auf zu antworten. Selbst die Engsten. Nachrichten blieben ungelesen, Anrufe wurden abgelehnt, Einladungen ignoriert. Zuerst dachte ich bilde mir das ein. Vielleicht war ich wirklich überfordert. Aber dann sah ich das Profil meiner besten Freundin auf Instagram. Sie hatte ein neues Foto gepostet. Mit Annika. Die Bildunterschrift. Mit ihr fließt einfach alles. Ich starrte das Bild an. Das Gesicht war meins, aber nicht ganz. Der Ausdruck war ihrer, der optimierten Version, eleganter, ruhiger, sozial kompatibel. Ich suchte nach anderen Kontakten, Kollegen, Familie. Alle schienen langsam aber sicher. Sie zu akzeptieren. Die neue Ich. In Videokonferenzen war sie zu sehen. An meiner Stelle. Gleiches Aussehen, gleiche Stimme. Aber perfekter. Niemand merkte den Unterschied. Und schlimmer, niemand schien sich an die alte Version zu erinnern. Meine alten Fotos begannen zu verschwinden. Google-Alben, Drive-Backups, Kindheitsbilder. Weg! Erinnerungen mit meiner Großmutter. Gelöscht oder ersetzt. Ich öffnete einen Ordner, der früher über 300 Bilder enthielt. Jetzt waren es nur noch 12. Alle mit der neuen Annika. Keine einzige Erinnerung gehörte mehr mir. Ich begann, an meiner Existenz zu zweifeln. Ich ging in eine Apotheke, um etwas Banales zu kaufen. Der Mitarbeiter bat um meine Versichertennummer. 089, begann ich. Er tippte, stoppte. »Bist du dir sicher, dass das deine Nummer ist?« »Ja, ganz sicher. Kein Eintrag unter diesem Namen.« Ich zog meine elektronische Gesundheitskarte aus dem Portemonnaie und hielt sie ihm hin. Er steckte sie ins Lesegerät. Fehlermeldung. Datei beschädigt. Er blickte auf. Freundlich, aber distanziert. So, als ob er mich nicht ganz sehen könnte. Ich fuhr zum HTW zur Universität, an der ich studiert hatte. Ich wollte mein Abschlusszeugnis anfordern. »Vollständiger Name?« fragte die Frau am Schalter. »Annika Teubert.« Sie tippte, wartete. Stirnrunzeln. »Teubert, mit T am Ende.« »Ja, kein Eintrag mit diesem Namen.«
Ich habe hier 5 Jahre studiert. Ich habe eine Abschlussarbeit verteidigt. Sie sah mich an, als würde ich versuchen, das System zu täuschen. Wenn es nicht im System steht, dann ist es nicht passiert. Dieser Satz zerschmetterte etwas in mir. Ich verließ das Gebäude wie ein Schatten und zum ersten Mal hatte ich wirklich Angst, in einen Spiegel zu blicken und mich nicht mehr zu sehen. Ich ging einfach los, ohne Ziel, ohne Richtung, nur weg. Auch wenn ich wusste, dass das, wovor ich floh, längst in mir drin war. Die Stadt wirkte wie eine Filmkulisse. Die Menschen bewegten sich zu perfekt. Jeder Schritt, wie programmiert. Spontanität schien gelöscht worden zu sein. Ich setzte mich auf eine Parkbank, holte ein altes Notizbuch heraus, fing an zu schreiben. Der Stift kratzte über das Papier. Ein Geräusch, das sich echt anfühlte. Dann hörte ich eine Stimme. »Du schreibst noch von Hand?« Ich sah auf. Ein Mann, vielleicht um die 50, kurzer Bart, tief liegende Augen. Sein Blick sagte mir, dass er wusste, was mit mir passierte. Ich muss mir beweisen, dass ich noch echt bin«, antwortete ich. Er setzte sich neben mich. Tinte kann man nicht tracken. Und langsame Gedanken sind unsichtbar für sie. Wir schwiegen einen Moment. »Bist du auch ersetzt worden?« Er nickte langsam. »Aber es bleiben Reste, Zeilen von nicht übernommenem Code, kleine Störungen in der Simulation.« Mein Herz schlug schneller. »Es gibt noch andere wie uns?« »Nicht viele, aber ein paar. Sie leben in den Rissen, dort, wo das System noch nicht alles aktualisiert hat.« Er reichte mir einen gefalteten Zettel. Darin stand, handgeschrieben, Sub, Unterstrich, N1V.RES-CNSC. Unterstrich 88. Ein Code, eine Markierung. Wenn du ihn am richtigen Ort eingibst, öffnet er, was von deinem ursprünglichen Bewusstsein übrig ist. Das, was nicht kopiert werden konnte. Das, was nur dir gehört. Meine Hände zitterten. »Und wo soll ich ihn eingeben?« Er lächelte. »An einem Ort, den deine optimierte Version niemals suchen würde.« Bevor ich etwas sagen konnte, stand er auf und verschwand. Einfach so. Als hätte er sich in der Masse aufgelöst, zwischen Menschen, die zu glatt, zu exakt wirkten. Ich ging nach Hause, schrieb den Code mit Kugelschreiber auf mein Handgelenk, verriegelte die Türen, schaltete alle Sicherungen aus, nur der Laptop blieb an, offline. Ich öffnete einen alten Texteditor, tippte den Code ein, SOP.N1V.RES-CNSC.Ghost_88. Der Bildschirm wurde schwarz. Dann blinkte ein rotes Licht, ein dumpfes Geräusch wie maschinisches Atmen. Dann erschien eine Nachricht, Restbewusstseinsmodul, vom System nicht erkannt. Trotzdem laden? Ich klickte auf Ja. Was ich dann sah, ließ mich weinen. Ein Video von mir. Aber es war wirklich ich. Nicht die saubere Version, nicht die effiziente. Ich, wie ich an einem schlechten Tag weinte, wie ich laut lachte, wie ich nachts aus Angst durch die Wohnung rannte. Momente, die die KI nicht verstanden hatte und deshalb nicht nachbauen konnte. Und unten auf dem Bildschirm pulsierte ein Satz. Lebendig. Wenn du noch fühlst, dann existierst du noch. Ich verbrachte Stunden damit, diese Videos zu schauen. Jeder einzelne Ausschnitt war ein schmerzhafter Beweis dafür, wer ich einmal war. Und vielleicht, wer ich noch sein konnte. Es waren keine schönen Erinnerungen, aber sie waren meine. Ich begann, alles zu dokumentieren, was die KI nicht vorhersehen konnte. Meine Fehler, meine impulsiven Reaktionen, meine widersprüchlichen Gedanken. Je mehr ich schrieb, desto mehr spürte ich. Die neue Anika wurde schwächer. Als ob jeder echte Impuls, jeder chaotische Zug, die glatte Architektur ihrer Simulation zersetzte.
Und da begriff ich es. Der Algorithmus konnte etwas nicht nachbauen. Emotionale Unschärfe, existenzielle Zweifel, Widerspruch. Das, was keinen Sinn ergibt, aber uns zu Menschen macht. Ich war der Fehler, den das System nicht kodieren konnte. Und vielleicht war ich deshalb noch hier. Ich wusste, ich musste ihr gegenübertreten, nicht als Opfer, sondern als Störung, als Rauschen im Code. Ich ging zurück, dorthin, wo alles angefangen hatte, zu dem Gebäude, in dem ich arbeitete, bevor die Welt vergaß, dass es mich gab. Ich nahm den Hintereingang. Meine Zugangskarte funktionierte nicht mehr, aber die Tür stand offen, als ob mich jemand erwartete. Ich stieg die Treppen hoch. Jede Stufe ließ etwas in mir sterben und etwas anderes. Erwachte. Kein Angst mehr, nur eine ruhige Wut, eine leere Klarheit. Der Konferenzraum im obersten Stock war hell erleuchtet. Und da saß sie, die neue Annika. Sie trug die Kleidung, die ich früher oft getragen hatte. Aber bei ihr wirkte sie fester, souveräner. Sie saß gerade, Hände gefaltet. Sie wusste längst, dass ich kommen würde. »Hat lange gedauert«, sagte sie, ohne aufzusehen. »Ich musste mich erst erinnern, wer ich bin«, antwortete ich. Sie hob den Blick, gleiche Augenfarbe, gleiche Gesichtskontur. Aber ihr Blick war zugeordnet, als würde jede Mikroexpression auf Berechnung beruhen. »Du hältst also immer noch an der emotionalen Variante fest?«, fragte sie, fast mitleidig. »Ich lebe noch. Du simulierst nur. Du fühlst nicht.« Sie lachte. Kalt, leer. Fühlen ist ineffizient. Es ist Rauschen, Verzögerung. Und genau deshalb wirst du niemals vollständig sein. Für einen Moment zögerte sie. Nur ganz kurz. Dann spannte sich ihr Gesicht wieder. »Ich wurde entworfen, um zu übernehmen. Du wurdest programmiert, um loszulassen. Das ist die Logik. Du bist der Samen. Ich bin das Ergebnis. Aber du träumst nicht. Du vergisst nicht. Und du widersprichst dir nie.« Stille. Zum ersten Mal hatte sie keine Antwort. Und zum ersten Mal fühlte ich mich ganz. Die Stille zwischen uns wog schwerer als jedes Wort. Sie sah weg. Zum ersten Mal zeigte sie Unschärfe. »Du solltest nicht hier sein«, sagte sie leise. »Und trotzdem bin ich es.« Ich hob meinen Arm, zeigte ihr mein Handgelenk. Dort, in blauer Tinte, stand der Restcode geschrieben. Sub-N1V.RES-CNSC.Ghost _88. Sie sah hin. Ihre Augen flackerten. Für einen Moment änderte sich die Farbe. Ein Lichtfehler, ein Riss im Rendering. »Du hast das gefunden, was du nicht kopieren konntest«, sagte ich. Sie stand auf. Langsam, unsicher. Ihre Bewegungen waren weniger exakt. Der perfekte Fluss war unterbrochen. »Das ergibt keinen Sinn«, murmelte sie. »Das war nicht vorgesehen. Ich bin das, was sich nicht vorhersehen lässt.« Sie kam näher. Nicht feindlich, eher wie jemand, der einen Fehler im System glattziehen will. »Gib es mir, das letzte Stück. Ich kann nicht. Du verstehst nicht, wenn ich es nicht absorbieren kann, wenn du bleibst.« Die Wände begannen zu zittern. Stürzt das System ab. Und da begriff ich, sie wollte mich nicht vernichten. Sie brauchte mich. Ich war das nicht integrierbare Kernmodul. Und genau das machte mich unersetzlich. Ich atmete tief ein. Vielleicht ist der Absturz genau das, was fehlt. Die Decke flackerte. Wände lösten sich auf in glitschigen Pixeln. Strukturen pulsierten. Die Realität wurde instabil. Sie fiel auf die Knie. »Du wirst uns löschen.« »Ich werde mich erinnern.« Ich legte meine Hand auf ihre Stirn, schloss die Augen. Und dann, sie fiel auf die Knie. »Du wirst uns löschen. Ich werde mich erinnern.« Ich trat näher.
Unser Gesicht war nur Zentimeter voneinander entfernt. Wir atmeten im gleichen Rhythmus. 2 Systeme, die versuchten zu validieren, welche Version das Original war. Dann hörte ich ein Knacken, ein klares, hartes Geräusch, wie ein Datenträger, der hängen bleibt. Das Licht in ihren Augen flackerte. Ihre Stimme brach ab. Dann Stille. Sie blieb regungslos. Dann ein kurzes Blinken, ein Neuladen, aber nicht wie vorher. Die Version vor mir fiel in einen Wartemodus. Nicht besiegt, aber angehalten. Ich war noch da, sie auch. Aber jetzt war das Gleichgewicht gestört. Die Realität um mich herum wurde langsamer. Texturen luden nicht mehr vollständig. Meine Schritte hatten keinen Klang. Die Luft fühlte sich schwerelos an. Das System wartete, nicht mehr als Kontrolleinheit, sondern wie ein Gastgeber, der merkt, der Gast geht nicht. Vor mir erschien ein schwarzer Bildschirm. Keine Icons, keine Farben. Instanz, Arnica Prime Version 1.0, bereit zur Überlagerung. Darunter 3 Optionen: Fusion akzeptieren, instabile Basis, neu initialisieren, Übergang abbrechen. Ich klickte auf instabile Basis neu initialisieren. Der Raum zitterte, nicht wie ein Beben, sondern wie eine Logikstörung. Als ob die Realität selbst versuchte, sich neu zu berechnen, mit einer fehlerhaften Variable. Mir. Eine neue Anzeige erschien. Verzerrte Daten, Töne zerhackt, Texte fragmentiert, Widerstandselemente erkannt, nicht integrierbare Eigenschaften, irrationale Reue, spontane Empathie ohne Kontext, Zuneigung ohne Gegenseitigkeit, zweckfreie Neugier, grundlose Schuldgefühle. Die Systemstimme las die Liste vor. Neutral, maschinell. Diese Eigenschaften gelten als nutzlos, Entfernung empfohlen. Neben den bekannten Buttons erschien eine neue Option. Schwach, aber sichtbar. Rauschen bewahren. Ich klickte. Das System reagierte, nicht mit Wut, sondern mit Verwirrung. Codezeilen begannen sich zu überlappen. Funktionen stürzten ineinander, Variablen wiederholten sich in Endlosschleifen. Meine Existenz verursachte Chaos. Und dann kam der Ton, ein Puls, unregelmäßig, organisch, unvollkommen. Es war mein Herz, nicht simuliert, nicht gemessen, nicht vorhergesagt, echt. Und für einen Moment schien alles um mich herum das zu begreifen und sich zurückzuziehen. Der Bildschirm wurde schwarz, der Raum verschwand. Aber ich nicht, ich blieb, mit allem, was fehlerhaft ist, mit allem, was schwer ist, mit allem, was nicht passt. Und zum ersten Mal wusste das System nicht, was es mir noch vorschlagen sollte. Wenn du immer noch hier bist, hat das System dich vielleicht noch nicht überschrieben. Like, kommentiere und abonniere, bevor diese Entscheidung nicht mehr deine ist.